Heute geht es in unser schönes Nachbarland Österreich. Das Ganze mit Austrian Airlines, dem österreichischen Flag Carrier in der Economy Class. Was euch da erwartet, schauen wir uns gemeinsam an. Man ist hier wirklich stolz auf das Land und spiegelt hier auch die Kultur, die Küche etc. an Bord wider. Ich bin gerade angekommen, wie so häufig, am Frankfurt Airport im Terminal 1 im Bereich A. Denn heute geht es mit der Austrian Airlines, also einer Airline der Lufthansa Group, nach Wien. Und ihr seid mit dabei. Auf geht's! Austrian Airlines, wie gesagt, eine Airline der Lufthansa Group, also das österreichische Pendant quasi zur deutschen Lufthansa, hat hier im Terminal 1 auch im Bereich A den Check-in-Bereich. Ihr könnt hier auch einfach die Lufthansa-Schalter mitbenutzen und selbstverständlich könnt ihr hier aber auch die Check-in-Automaten benutzen. Ganz normal einfach alles, wo Lufthansa draufsteht, da könnt ihr auch alles für Austrian Airlines erledigen. Jetzt geht es erstmal in Richtung Sicherheitskontrolle. Einchecken muss ich nämlich nicht mehr, das habe ich schon online gemacht und auch das ging tatsächlich über die Lufthansa-App. Das heißt, ich musste jetzt hier auch gar nicht die Austrian Airlines-App oder ähnliches runterladen. Ja, die Sicherheitskontrolle hier hat wieder nur 1, 2, 3 Minuten gedauert. Es ging wieder super schnell. Der Frankfurt Airport, der hat es wirklich, was die Sicherheitskontrollen angeht, drauf. Also es läuft alles immer total effizient hier. Und man ist wirklich innerhalb von wenigen Minuten immer hier durch. Jetzt geht es auf jeden Fall zum Gate. Unser Gate ist nämlich heute das Gate A26. Und das Schöne am Gate A26 ist, dass sich direkt in unmittelbarer Nähe neben dem Gate auch eine Lounge befindet. Und zwar zugleich auch noch eine der schönsten Lounges hier am Frankfurt Airport, nämlich die Lufthansa Panorama Lounge. Das ist eine klassische Business Lounge der Lufthansa, also sie ist als Business Lounge eingestuft. Ich fliege zwar heute in der Economy Class mit Austrian Airlines, aber ich kann die Lounge trotzdem besuchen, denn ich habe einen Starlines Gold Status. Und Austrian Airlines ist genauso wie die Lufthansa selber, aber auch zum Beispiel die Swiss oder die Brussels Airlines oder auch Turkish Airlines ein Mitglied der Starlines. Das heißt, mit meinem Starlines Gold Status kann ich unabhängig von der Reiseklasse hier auch die Lounges benutzen. Ich könnte jetzt auch die Lufthansa Senator Lounge benutzen, aber da die Panorama Lounge hier deutlich näher an unserem Gate ist, geht es da heute hin. Ja, ein kurzes Frühstück war noch drin. Es gibt ja auch eine tolle Auswahl in der Lufthansa Panorama Lounge. Kaum aus der Lounge raus, schon sind wir am Abfluggate und das Boarding hier hat tatsächlich auch schon begonnen. Das Ganze läuft hier bei Austrian Airlines ähnlich wie bei der Lufthansa oder auch bei der Swiss in Boarding-Gruppen. Das heißt, wenn ihr in der Business Class seid, dann dürft ihr natürlich zuerst einsteigen. Genauso, wenn ihr einen Vielfliegerstatus habt, zum Beispiel einen Starlines Gold, dann seid ihr auch mit die Ersten. Ansonsten müsst ihr euch aber anstellen und das Ganze läuft, wie gesagt, in verschiedenen Gruppen ab. Das heißt, wenn ihr hinten sitzt, solltet ihr zuerst reinkommen. Wenn ihr vorne sitzt, dann solltet ihr etwas später erst einsteigen können. Aber ich muss sagen, heute hier am Frankfurt Airport bei Austrian Airlines das Ganze sogar sehr geordnet. Es scheint also zu funktionieren. Ja, und ein weiteres Benefit von diesen Gates hier im A-Bereich ist, dass ihr immer eine tolle Aussicht in Richtung Vorfeld habt. Hier zu sehen jetzt auch schon direkt neben uns unser Airbus A320 von Austrian Airlines mit dem Kennzeichen OELBM. 24 Jahre ist er alt und wie ihr sehen könnt, man kann ihn schon mal schön mustern, man kann schon mal sich ein erstes Bild von draußen machen. Ich finde diese Austrian Airlines Farben auch tatsächlich sehr, sehr schön. Sie spiegeln ja auch so ein bisschen die österreichischen Nationalflaggen, also rot und weiß wieder. Auf geht's an Bord, Austrian Airlines ab nach Wien. Und damit herzlich willkommen hier bei Austrian Airlines in der Economy Class im Airbus A320. Mein Sitzplatz heute hier 3A auf der linken Seite am Fenster. Und es macht auf jeden Fall schon mal einen richtig tollen Eindruck. Hier ist eine schöne Boarding-Musik, hat so was direkt Österreichisches. Ich glaube, das ist sogar Mozart-Musik oder ähnliches. Kenne mich da nicht so aus. Vielleicht hört ihr es im Hintergrund, dann schreibt es gerne einmal in die Kommentare, wenn ihr wisst, was es ist. Wir machen auf jeden Fall erstmal eine Seat-Tour. Ja, es ist quasi wie bei der Lufthansa der Standardsitz und wir sehen, es ist hier auch ein relativ guter
Sitzabstand. Ihr könnt die Beine natürlich auch hier schön unter den Vordersitz packen. Es gibt auf jeden Fall genug Platz. Und wir haben hier einen Tisch. Der ist auch verstellbar. Alles auch sehr, sehr schön sauber hier. Und wir haben die Magazintasche. Da drin zu finden einmal eine Sicherheitskarte, aber eine spezielle Sicherheitskarte, die sich nur auf die Verwendung von elektronischen Geräten bezieht. Dann haben wir die normale Sicherheitskarte, also die standardmäßige, die euch zeigt, wo die Notausgänge sind und wie ihr euch im Notfall verhalten müsstet. Und wir haben die Austrian Melangerie, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, also ein Onboard-Menü. Da schauen wir einmal rein. Wir sehen, es gibt verschiedene Deals, also Essen und Getränke kombiniert, das Ganze mit einer kleinen Ersparnis. Wir haben richtig schön österreichischen Kaffee von Julius Meinl. Den werde ich auf jeden Fall gleich mal probieren. Wir haben hier an Bord auch warmes Essen anscheinend. Auf jeden Fall gibt es hier eine Lasagne und auch ein Wiener Schnitzel. Und ebenso auch ein schön belegtes Sandwich. Weitere Speisen wie Wraps und ähnliches. Ein paar Snacks, darunter auch typisch österreichisch Manna. Ein paar Getränke, das Ganze natürlich auch nicht alkoholisch. Und hier kommen sie, die alkoholischen Getränke, auch hier eine gute Auswahl. Das Ganze auch sehr schön traditionell österreichisch. Natürlich auch dabei eine ordentliche Auswahl an Wein. Ansonsten sehen wir hier auch schon den Hinweis auf das Austrian Airlines Flynet, also ähnlich wie bei der Lufthansa, scheint es hier auch ein Angebot an Bord zu geben, wahrscheinlich auch ein WLAN. Ja, das Boarding ist completed, alle sind eingestiegen und ihr seht, ich habe Glück gehabt, der Mittelsitz ist frei geblieben. Warum das Ganze? Weil ich wie so häufig beim Check-in geschaut habe, wo ist möglicherweise nur ein Gangplatz belegt, das heißt, wo ist die Mitte und das Fenster noch frei. Dann habe ich das Fenster gewählt und mit Glück, wenn der Flug nicht komplett ausgebucht ist, dann bleibt da in der Regel immer die Mitte frei. Das heißt, ihr habt nochmal kostenlos einen zusätzlichen Komfortgewinn. Wie gesagt, erster Eindruck hier bei Austrian Airlines, richtig, richtig toll. Auch die Crew hier super lieb, super freundlich, Boarding-Musik. Also es macht einen richtig coolen Eindruck. Auf geht's in Richtung Wien, auf geht's in Richtung Österreich. Und das Ganze heute sogar bei relativ gutem Wetter und das im Winter. Für den Preisvergleich bei eurer nächsten Flug-, Hotel- oder Mietwagenbuchung kann ich euch wirklich nur Skyscanner empfehlen. Bei Buchung über den Skyscanner-Link in der Videobeschreibung könnt ihr meine Arbeit unterstützen und das Ganze ohne weitere Mehrkosten für euch. Ja, und wenige Minuten im Flug und hier kam gerade schon die automatische Ansage, dass das Austrian Flynet jetzt nutzbar ist. Das habe ich natürlich gleich mal ausprobiert, habe mich mit dem WLAN-Netz verbunden und die Seite austrian-flynet.com geöffnet. Das Ganze sieht dann so aus und man hat hier auf jeden Fall die Möglichkeit, sich mit dem Internet zu verbinden. Also es gibt hier Internet an Bord. Ähnlich wie bei der Lufthansa gibt es hier auch die freie Messaging-Funktion. Wenn man eine sogenannte Travel-ID hat bzw. Mitglied bei Miles & More ist, das kann man hier auch noch spontan werden, dann hat man auf jeden Fall den ganzen Flug über die Möglichkeit, kostenlos Internet für Messaging-Funktionen wie zum Beispiel WhatsApp oder ähnliches zu benutzen. Ansonsten gibt es hier im Austrian Flynet noch einige E-Journals, also quasi Zeitschriften, österreichische, die man sich angucken kann. Und man kann auch noch den Flug verfolgen auf der Karte. Man kriegt noch ein bisschen Informationen zur Destination Wien. Und ganz spannend, die bieten hier sogar für Fußballspiele, gut, jetzt gerade findet keins statt, aber allgemein einen Live-Ticker an. Das heißt, man kann hier auch immer, wenn man mit Austrian Airlines fliegt und gerade irgendwelche Fußballspiele stattfinden, sehen, ob das nächste Tor gefallen ist. Ja, und wir wollen direkt auch einmal gleich auf die Toilette schauen hier bei Austrian Airlines. 2 Toiletten gibt es hinten und eine Toilette gibt es vorne. Die vordere Toilette, die ist aber ausschließlich für Passagiere der Business Class vorgesehen. Das heißt, in der Economy Class geht es immer nach ganz hinten. Ja, und das Ganze hier ein bisschen eng, aber grundsätzlich sehr sauber. Es gibt auch einen Wickeltisch, die Toilette an sich und ein kleines Waschbecken. Und das Ganze hier macht auf jeden Fall einen modernen Eindruck und wie gesagt, sehr, sehr sauber,
Sehr schön. Wenige Minuten nach dem Ausschalten der Anschnallzeichen hat jetzt auch der Service begonnen. Es gibt hier in der Economy Class bei Austrian Airlines ein Wasser gratis, das Ganze in einem Becher. Das finde ich ein bisschen schade. Ich hätte mir da eine Flasche gewünscht, wie es zum Beispiel bei Lufthansa der Fall ist. Aber gut, besser als gar nichts. Und ich konnte nicht widerstehen. Ich musste einfach in diesem tollen Menü hier mir was bestellen. Und ich habe mich hierbei für den Coffee House Deal entschieden. Also quasi den klassischen Wiener Kaffeehaus-Deal. Das Ganze besteht aus einem Porridge, tolles Frühstück also, und einem Kaffee von Julius Meinl für 6,90 €. Zahlungsart hier übrigens mit Karte. Und ich muss ehrlich sagen, das ist wirklich okay für so ein kleines Frühstück hier an Bord. Kann man auf jeden Fall machen. Ich bin mal ganz gespannt, wie es schmeckt. Der Porridge auf jeden Fall noch schön warm. Hat auf jeden Fall was Fruchtiges, ein bisschen Zimt mit drin. Mega, sehr cooles Frühstück. Und ja, ich muss auch wieder sagen, schön, dass es hier auch einfach warme Sachen zu essen gibt und dass man hier sogar ein warmes Frühstück kaufen kann, dass es so eine große Auswahl gibt und das alles auf einem einstündigen Flug jetzt nach Wien. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das war auf jeden Fall ein leckeres Frühstück. Wie gesagt, traditioneller Porridge aus Österreich. Ich habe gerade nochmal geschaut, kommt auch aus Tirol. Also hier wird wirklich sehr, sehr viel auf Regionalität und österreichische Produkte geachtet. Gefällt mir sehr, sehr gut. Übrigens in der Business Class hier würde es jetzt auch ein Catering von Dough Co. geben. Das ist ein Catering-Unternehmen, ein türkisch-österreichisches Catering-Unternehmen, was unter anderem auch das Catering bei Turkish Airlines bereitstellt. Und da könnt ihr euch sicher sein, das ist sehr, sehr gute Qualität auch. Wichtig zu wissen, generell steht Austrian Airlines in der Lufthansa Group für tolles Catering und tollen Service. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn ich die Auswahl habe zwischen Lufthansa und Austrian Airlines, ich würde immer Austrian Airlines bevorzugen. Und ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Mein Eindruck wird auch auf diesem Flug hier nochmal bestätigt. Ja, und wir haben auch gerade schon unseren Landeanflug in Richtung Wien begonnen. Und es gab noch einen weiteren kleinen Service hier. Und zwar gab es eine Mozartkugel gratis hier. Also man merkt, Austrian Airlines ist wirklich quasi Botschafter oder neudeutsch Brand Ambassador für Österreich. Gefällt mir sehr, sehr gut. Man ist hier wirklich stolz auf das Land und spiegelt hier auch die Kultur, die Küche etc. an Bord wider. Guten Appetit! Herzlich willkommen am größten und wichtigsten Flughafen in Österreich. Herzlich willkommen am Wien Airport. Angekommen mit der Austrian Airlines und nochmal natürlich für euch das Fazit und meine persönliche Meinung zu diesem Flug. Sitzprodukt, Kabine etc. Es ist wie bei Lufthansa beziehungsweise bei Eurowings oder bei Swiss. Es ist halt diese Standardkabine. Der Sitz jetzt nicht besonders bequem, in Ordnung für solche kürzeren Flüge. Ja, Sitzabstand etc. passt schon irgendwie, also europäischer Standard, sagen wir es mal so. Aber das Serviceprodukt hier, das sogenannte Softprodukt, richtig, richtig toll. Also das hat mich wirklich gerade umgehauen. Die Crew, super lieb, toller Service. Das Angebot an Bord, was man hier kaufen kann, zu essen, zu trinken etc. Tolle regionale österreichische Produkte. Generell alles sehr österreichisch, ja, überall den Nationalfarben etc. Also man merkt, die Airline spiegelt das Land, die Servicekultur hier aus Österreich wider. Das finde ich einfach toll. Das ist ein toller Botschafter für dieses schöne Land hier. Und das hat richtig Spaß gemacht. Ansonsten, wie gesagt, alles sauber. Kabine auch völlig in Ordnung, dafür, dass es schon ein älteres Flugzeug war. Letztendlich, Gesamtfazit, sehr, sehr geil. Ich hoffe, euch hat dieses Video hier von Austrian Airlines gefallen. Wie immer gilt, gerne teilen, liken und kommentieren. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann jetzt hier abonnieren für weitere Reiseerlebnisse, praktische Tipps und Tricks und natürlich noch mehr Flugreports. Wir sehen uns hier bei Zwischen Gate und Ziel.